Du studierst an der Uni Magdeburg und bist auf der Suche nach einem Praktikum, einem Nebenjob oder dem ersten Job nach dem Studium? Unser Stellenportal Jobteaser hilft dir weiter. Zuerst muss ein Konto bei Jobteaser angelegt werden. Das macht man auf der Seite ofku.jobteaser.com. Wenn du diese Seite aufrufst, kannst du dich mit deinem Uni-Zugang anmelden und einloggen. Im nächsten Schritt füllst du dein Profil mit Informationen aus. Das Wichtigste ist hierbei der Studiengang, da so für dich zugeschnittene Angebote gezeigt werden können. Wie finde ich eine Stelle, die zu meinen Vorstellungen passt? Um diese Frage zu klären, wählst du Jobs aus. Nun siehst du die Startseite mit allen Stellenangeboten, die momentan bei Jobteaser veröffentlicht sind. Um deine Suche ein wenig einzuschränken, kannst du Vertragsart, Berufsfeld und Standort, die du vorher im Profil eingestellt hast, noch einmal ändern. Außerdem kannst du hier beispielsweise anklicken, ab welchem Monat du anfangen möchtest oder ob du ab sofort bereit bist. Aber auch Sprache und die Möglichkeit zum Homeoffice sind hier auswählbar. Wenn du alles ausgewählt hast, was wichtig für dich ist, bekommst du die Stellenangebote angezeigt, die deinen Kriterien entsprechen. Du hast außerdem die Möglichkeit, deine Standardkriterien zu speichern, damit du sie bei der nächsten Suche nicht nochmal neu auswählen musst. Auf welche Dinge muss ich achten, wenn ich eine Stellenanzeige gefunden habe? Wenn du nun eine Stelle gefunden hast, die vom Titel und Unternehmen her interessant aussieht, klickst du sie ganz einfach an. Die Frage ist, was ist jetzt wichtig für dich? Lies dir die Stellenanzeige genau durch und schau, ob sie deinen Anforderungen und Stärken, Kenntnissen und Erfahrungen entspricht. Außerdem solltest du die Bewerbungsfrist, den Standort und möglicherweise die Befristung checken. Befristung und Standort findest du oben auf der Seite. Anfangsdatum und Bewerbungsfrist sind unten auf der Seite zu finden. Wie bewerbe ich mich auf eine Stelle? Wenn die Stelle für dich immer noch sehr interessant ist und du Lust hast, in dem Unternehmen zu arbeiten, klickst du je nachdem, was das Unternehmen angegeben hat, auf Bewerben. Hier kannst du dann im nächsten Schritt deinen Lebenslauf hochladen und eine Bewerbungsnachricht hinterlassen. Eine andere Art der Bewerbung ist direkt auf der Unternehmensseite. Dann steht Bewerbung auf der Unternehmensseite statt Bewerben da. Welche Unternehmen gibt es bei Jobteaser? Unter dem Menüpunkt Unternehmen findest du alle Unternehmen, die bei Jobteaser vertreten sind. Es kommen regelmäßig neue dazu. Du kannst Branche und Unternehmensart einstellen und nach bestimmten Unternehmen suchen. Du hast hier die Möglichkeit, mehr über das Unternehmen zu lesen und zu schauen, welche Stellenangebote es gerade bei genau diesen Unternehmen gibt. Wie informiere ich mich über bevorstehende Events und wie melde ich mich für diese an? Auf Events bekommst du einen Überblick über bevorstehende Veranstaltungen. Auch hier kannst du wie bei der Stellenanzeige Merkmale auswählen, wie beispielsweise die Branche, in der du arbeiten möchtest, oder die Art des Events. Hast du ein Event gefunden, was für dich interessant klingt? Klicke es an. Du hast nun die Möglichkeit, mehr darüber zu lesen und dich anzumelden. Wenn du noch nicht sicher bist, ist es auch möglich, das Event zu speichern. Du bekommst eine Mail und kurz vor dem Event eine Erinnerung.